Peking, nicht nur Shoppingparadies, kulinarisches Highlight und Hochburg von Kultur, sondern auch Hauptstadt des Landes und die zweitgrößte Stadt Chinas. Ein paar Autostunden weiter steht im ganz starken Kontrast dazu die Stadt Yuxian, wo es deutlich untouristischer zugeht und man auf der Straße noch so manch kuriose Sachen erlebt. Wir entwickeln zudem währenddessen noch eine Strategie, wie wir uns das viele Autofahren versüßen, und bei all dem nehmen wir euch natürlich mit. Hi, wir sind Myri und Andi und wir fahren in unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny nach Asien. Hier dokumentieren wir das Ganze. Wir gehen shopping. Wir gehen jetzt in Beijing in eine kleine Mall. Hallo und Ni Hao, dieses Mal aus China, genauer gesagt aus der Hauptstadt des Landes, Peking. Wir wollten zusammen mit Madeleine, Lukas und den Zwillingen einmal ausprobieren, wie es ist, in China shoppen zu gehen, und so sind wir zu einer großen Mall gefahren. Wir hatten natürlich auch ein Ziel. Das Ziel war, für die Kids neue Schuhe zu suchen, und das war einfach anders wild. Heißer Kürbissaft. Nein. Hier ist die Gemüse, die Lecker. Crazy, oder? Ja, super. Der schmeckt mega gut. Im obersten Stockwerk gab es wie in jeder guten Mall eine Fressmeile, und die hat uns besonders fasziniert. Das ist echt cool. Hello. Ich habe ja von dem wilden Shopping-Erlebnis in der Kinderabteilung geredet. Die war wirklich riesig, und hier sieht man mit einen Grund, warum Kinder total wild sind, in China shoppen zu gehen. Da sind Schildkröten drin, ne? Tiere in der Mall. Wie findet ihr das? Schreibt uns mal in die Kommentare. Oh, der Andi hat was Süßes gesehen. Ich glaube, der Andi holt sich was Süßes. Und? Das sind Ice Cream Puffs. Kein Ice Cream Puff. Wir kommen wieder. In der Mall gab es leider kein einziges Elektrogeschäft, da war ich schon ziemlich enttäuscht, weil eigentlich war mein Hauptgrund, warum ich eine Mall besuchen wollte, nicht das Shopping-Erlebnis selbst, sondern ich wollte Computer-Equipment kaufen, wie weitere Festplatten, um unsere Videos speichern zu können, die zunehmend mehr Daten auffressen. Leider gab es hier eigentlich fast kein einziges Elektrogeschäft. Es gab Geschäfte, die Handys verkaufen, das geht scheinbar immer ganz gut, und tatsächlich sogar ein DJI-Geschäft, wo man sich Drohnen hätte kaufen können, aber das Elektrofachgeschäft, was ich gesucht habe, das gab es leider nicht. Auch außerhalb der Mall haben wir gesucht und sind dann verzweifelt nach Hause gefahren und haben eben nichts kaufen können, was ich gesucht habe. Boah, die Gerüche, die sind auch echt krass, ne? Am Abend sind wir dann noch mit denjenigen aus unserer Reisegruppe, die auch Lust hatten, essen gegangen. Hier hat unsere Reiseleiterin Ying Chu uns einen Raum reserviert, in dem wir alle gemeinsam essen konnten. Das Ganze erinnert in China immer ein wenig an Tapas. Das heißt, man hat in der Mitte des Tisches eine Platte, die sich drehen lässt, und jeder kann sich dann nehmen von einem Teller, worauf er Lust hat, von vielen kleinen Speisen. Außerdem, und das fanden wir richtig cool, ist es in China üblich, dass man seine eigenen Getränke mitbringt. Das heißt, du bringst dein Wein oder dein Bier mit, und das Restaurant stellt dir sogar noch einen Weinblender oder Diffuser und noch tolle Gläser hin, damit du ihn genießen kannst. Hier ein schneller Themawechsel. Wir sind an einer Brücke angekommen, die eine Höhenbegrenzung von 3 Metern hatte, und wir sind 2,95 Meter hoch. Deswegen ist Myri ausgestiegen und hat geschaut, ob wir wirklich durchpassen. Es gab tatsächlich kein so großes Hubkonzert, wie wir gedacht hatten. Da waren wir ganz froh drüber. Wirklich sehr, sehr nett von den Chinesen. Es ist außerdem so, dass wir die Navigations-App auf PKW gewechselt haben. Deswegen sind wir öfter mal an solchen Brücken angeeckt,
weil die LKW-Navigation einen teilweise zu große Umwege hat fahren lassen. Wir haben heute Tag 6 unserer China-Durchquerung und wir fahren heute nach Yuxian. Dort soll es einen sehr schönen historischen Tempel geben und einen zweiten historischen Jade-Tempel. Außerdem soll die Altstadt sehr schön sein. Sind wir sehr gespannt. Wir fahren in so ungefähr 4 bis 6 Stunden dorthin. Das sind 230 Kilometer, oder? Und sind schon sehr gespannt. Noch ein paar Informationen zum chinesischen Preisniveau. Wir haben uns halt gefragt, warum ist das Einkaufen oder auch das Essen gehen für uns so günstig in China? Und das liegt daran, diese Informationen haben wir auch von unserer Reiseleiterin erhalten, dass die Leute einfach im Schnitt weniger verdienen als in Europa. Das heißt, in Peking kriegt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer pro Monat zwischen 1.000 und 1.500 Euro umgerechnet raus in dem, was er verdient. Dabei wird die Hälfte des Monatseinkommens ungefähr in die Wohnung investiert und deswegen bleibt auch gar nicht mehr so viel für Lebensmittel übrig und deswegen sind die günstiger. Klimatisch und wettertechnisch gesehen finde ich China auch super spannend, denn den Teil, den wir jetzt sehen, da ist jetzt gerade Winter, beziehungsweise wir haben schon den Herbsteinbruch miterlebt, aber wir sind innerhalb von 28 Tagen so viele Kilometer gefahren, dass an dem Teil, wo wir China wieder verlassen haben, jetzt einfach heiß und schwül und tropisch ist. Was? Ich versuche gerade herauszufinden, was das hier ist. Also es riecht nach irgendetwas. Ich glaube, man macht hier oben was ab und dann riecht es nach irgendwas. Riecht noch unterschiedlich. Und die kosten ungefähr 2 Euro. Ja, aber wir müssen jetzt rausgehen. Unser Einkaufswagen ist nämlich schon wieder komplett voll. Check doch mal, mit welcher Chipsdose du komplett eskaliert bist. Wie meine Hand zum Vergleich. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Milchprodukte kriegt man in China nicht so sehr. Also für Käse muss man in ganz spezielle Geschäfte gehen und dann in sehr großen Städten. Aber man kriegt hier Milch, deswegen habe ich angefangen, meinen Käse selber zu machen. Ich arbeite noch dran. Der sieht auch mehr aus wie Quark vielleicht, schmeckt aber ein bisschen wie Käse und ich hoffe, irgendwann kriege ich mal Mozzarella hin. Ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Und hier gibt es Joghurt. Und Joghurt gibt es hier eigentlich nur mit Zucker. Und das hier ist die einzige Marke, die es ungezuckert gab. Und das Krasse ist, den macht man hier so auf. Und dann ist hier im Deckel einfach Honig drin. Und nochmal ein Löffel. Und die Klopapierpackungen sind hier einfach eingepackt. Das muss ich zeigen. Hier, das ist Klopapier. Also in der Packung sind die Klopapierpackungen nochmal eingepackt. Nach unserer Shopping-Eskalation haben wir dann noch ein bisschen Kultur gemacht an diesem Tag, denn wir hatten ja nur 28 Tage, das Land ist riesig. Und wir waren hier in Yuxian in einem Jade-Tempel, der direkt an unseren Parkplatz angrenzte. Später haben wir uns dann natürlich noch die Altstadt angeschaut. Der Jade-Tempel. Ich
bin mal gespannt, wie viele Jade wir hier finden. Da hängt eine Trommel. Und da hängt eine Glocke. So, da stehen unsere Camper und hier rüber geschaut ist der Jade-Tempel. Und hier die alte Stadtmauer, auf der wir gerade laufen. Wir haben uns dann noch die Altstadt angeschaut. Wir fanden, das war die authentischste Altstadt, die wir in China gesehen haben. Das lag unter anderem auch daran, dass so gut wie keine Touristen dort waren. Übrigens, wir wissen jetzt, warum die Chinesen in Europa alles fotografieren, was sie finden. Weil wir das auch tun. Oh! Geil. Ui. Marlene, was ist hier los? Blonde Kinder, wir kommen nicht weiter. Wir stehen seit 10 Minuten. Okay, sehr gut. Okay, habt ihr schon Geld genommen? Noch nicht, aber wir sollten damit unsere Reise finanzieren. Das war gerade die einzige, die immun war. Aber genauso Männer wie auch Frauen, gell? Also das hier sieht aus wie ein Pfannkuchen. Mhm. Schmeckt ganz gut. Und jetzt haben wir hier noch so eine Sieht aus wie eine... gigantische Dampfnudel. Ja. Ganz geil. Das will ich könnte. Du darfst aber auch bei. Okay. Geben wir. Achso. Das hat 3 Yuan gekostet. Was ist das? 30 Cent. Nee. Weniger. 40 Cent. 40 Cent für diese ganzen Sachen. Ein lecker Stück aus. Für? Für 2 Yuan 20 Cent, oder? Nee, ich glaube, ja, Oh. 25. Uiuiui. Was ist das? Das war jetzt nicht so mein Ding. Da ist so ein Shrimp-Geschmack mit drin. Darf ich probieren? Ja. Wollt ihr mal so einen Shrimp-Geschmack abbeißen? Aber mit süß. Das macht auch mal viel Da lohnt sich das Kochen echt nicht. Morgens 7:30 in China. In einer Stadt in der Nähe von Peking. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Wir haben hier auf diesem Parkplatz übernachtet. In so einer alten, Festung, sagen wir mal so. Und das ist ziemlich cool. Da ist ein Parkplatz und so eine Art Community Space. Also hier zum Beispiel ist ein Basketballfeld und ein Fußballfeld. Wurde gestern Abend auch noch ziemlich lang Fußball gespielt. Und wir gehen da lang. Und Otti ist am Start. Jo. Und genau, hier gibt es quasi auch so ein Public Gym, Outdoor Gym und eine öffentliche Toilette. Und es sind auch ganz viele andere Chinesen da. Das ist sehr rutschig, ne, Otti? Es sind viele andere Chinesen da, die hier auch campen. Das ist ziemlich cool. Also ich muss sagen, die Infrastruktur hier für Camper ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht. Zum einen gibt es viele Parkmöglichkeiten, wo es auch absolut in Ordnung ist, dass man dort parkt und übernachtet. Man kommt relativ leicht an Strom. Sachen, die schwierig sind Wasser zu erhalten oder die Wäsche zu waschen.
An den meisten Parkplätzen sind auch Toiletten mit dabei, also für Leute, die zum Beispiel mit einem Geländewagen und ohne Trockentrenntoilette oder so unterwegs sind, ist das schon ziemlich cool. Aber das Problem bleibt halt, wo kriegt man Wasser, wo kann man Grauwasser entsorgen, wo kann man Wäsche waschen. Das sind die Sachen, die wir noch herausfinden müssen. Wir haben heute den 9. September, Tag 7 unserer China-Durchquerung und heute verlassen wir den Dunstkreis Pekings. Heute sind wir in Yuxian aufgewacht. Hier gibt es eine schöne Altstadt, die wir gestern besichtigt haben und fahren Richtung Wujian. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist sehr kompliziert, die Namen hier. Für uns Deutsche, glaube ich. Wobei, ich habe gestern rausgefunden, dass Deutschland heißt Dokwa. Und das hört sich an wie Hundekrieg. Kann man sich gut merken. Genau, und wir fahren eben zu einem der absoluten Highlights heute. So wurde es uns angepriesen, zu einem Berg, wo tolle Tempelanlagen stehen. Und wir sind schon ganz gespannt. Aber jetzt geht's erstmal durch Yuxian raus und Richtung Highlight. Wie fühlst du dich, Andi? Super. Freust du dich? Ja. Wenn wir es schaffen, rechtzeitig hinzukommen. Die Kamera sieht nur nach vorne, aber links und rechts ist auch wunderschön. Der Highway geht direkt durch die Berge. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber die Umgebung hier, die ist ja schon echt phänomenal schön. Aber wir haben eine Paprika gekauft, dachten wir. Und haben uns hier so ein bisschen Gemüse gemacht. Und ich beiß die Paprika und ich dachte mir so, Alter, was passiert da? Und dann war es eine Chili. Ja, die ist sauscharf. Ja, ein Bissen und ich bin Game Over. Ja, scharf. Ich leide immer noch unter den Spätfolgen. Ich habe gerade ein bisschen Muffensausen. Also man hat es nicht so gut gesehen auf der Kamera, aber hier wird gerade von einem Windrad ein Teil transportiert. Das war wild. Ein riesen Propellerstück. Ja. Hier das nächste. Das sind einfach Riesenteile. Wie lang sind die? Also locker 80 Meter. Oh, Junge, ey. Das ist mir gerade alles nicht geheuer. Nee, der kann uns abräumen. Also der kann unsere Kabine abreißen. Ja. Boah. An denen will man eigentlich nur echt schnell vorbei. Ja, das tun wir alle. Die sind echt massiv. Es war mir auch nicht bewusst, dass die so groß sind. Oh, bitte bleib auf deiner Bahn. Das mache ich. Ich meinte den anderen. Nein. Oh Gott, wir sind vorbei. Wild. Und dann noch mit Regen. Hier vorne. Komm. Hä? Was denn? Okay. Alter, das Auto hinter uns ist dumm. Junge. Wir haben heute viel Spaß beim Fahren.
während der Andi hier Diesel tankt bei Sinopec, sitze ich hier und gucke mir da drüben sind wieder hier LKWs mit den Flügeln von den Windrädern unterwegs. Und ich habe mich schon mal angeguckt, was wir hier zum Snacken haben, denn hier in den Supermärkten kann man solche kleinen Probiersachen holen. Das wird dann gewogen oder hier auch sowas. Und dann bezahlt man quasi die Tüte so ein bisschen wie im Kiosk. Oder warte, wir haben hier so lustige Garlicbohnen und hier das sind Mohnkuchen. Und hier hat der Andi noch so Stangen. Die werden wir auf jeden Fall gleich alle mal probieren. Und zusammengefasst, also es wird gewogen und hier steht dann der Preis. Zusammengefasst sind das dann genau 8 Yuan, was ungefähr ein ganz kleines bisschen mehr als 1 Euro ist. Und das ist schon cool für uns, weil wir kennen diese ganzen Produkte ja nicht und wollen sie trotzdem probieren. Und da kann man sie quasi in kleinen Mengen probieren. Und wir finden das richtig cool. Also, wir starten jetzt mit diesen Snacks. Sie sehen aus wie Brotchips und hier sind auch irgendwelche Beeren drauf. Ich weiß nicht, ob es süß oder salzig ist. Ich hoffe salzig, weil wir werden das jetzt ausprobieren. Okay. Sehen aus wie Zinni-Minis. Herzhaft. Ja. Oh, spannend. Leicht pikant. Ja, aber irgendwie auch pilzig, ja. Schmeckt ganz gut, oder? Schmeckt gut. Ja, lecker. Als nächstes haben wir hier irgendwelche Röllchen mit einer Giraffe drauf. Ich gehe davon aus, dass die süß sind, also was für ein Andi. So, sie sind auch. Oh. Taste-Test. Taste-Test. Was ist das für ein Blick? Das ist erst süß, dann salzig, dann wieder gar nichts. Also alles oder nichts. Probier mal. Und? Wie so eine Vanille-Käsecreme, Ja. oder? Vanillekäse. Das ist auf jeden Fall, es ist gewöhnungsbedürftig. So, als nächstes haben wir diese sehr, sehr bekannten Mohnkuchen. Ich gehe davon aus, dass es wieder süß ist. Deswegen muss der Andi probieren. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal fancy an. So sieht das Ganze aus. Riecht spannend. Oh. Ja. Spannende Paste da drin. Ja? Und Nach was schmeckt es? ich kann nichts dazu sagen. Süß. Bisschen wie Gelee. Ja. Limongelee, oder? Ja. Ich mache weiter mit diesen Keksen. Hier ist so ein Mädchen drauf. Und die sind so gewürfelt. Ich hoffe, es ist was Herzhaftes. Ich finde, die sehen sehr geschmacksneutral aus. Wie so Cracker. Ganz wichtig, alles in viel Plastik eingepackt. Sie riechen sehr neutral. Sie schmecken sehr neutral. Sogenannte leere Kohlenhydrate. So, als nächstes haben wir diese Knoblauch-Geschmackserbsen. In diesem sehr süßen Päckchen hier. Oh, die riechen stark. Willst du mal riechen? Boah, da ist ja Knoblauchbeet drin. Also. Boah. Oh. Gut, Geschmackstest. Oh, 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 oh. Oh Gott, Ist die zu stark? ich mag ja Knoblauch. Aber das könnte eventuell ein bisschen zu viel sein. Boah. Das Konzentrierte. Das ist Knoblauch schön angemalt. Eine letzte Sache habe ich noch. Das sind, ich finde, das sieht aus wie ummantelte Nüsse. Wir werden herausfinden, ob das so ist. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ja, bin wieder erfolgreich beim Aufmachen. Ja, Moment, wir haben ja hier unser Werkzeug. Boah, was ist denn das?
Wasabi? Ja, Wasabi vielleicht. Also vielleicht schmeckt es nach Wasabi. So sehen die aus. Nee. Eher so Honig. Ist okay. Was ist da passiert? Die lassen sich zurückfallen, filmen uns mit der Handykamera, hinken am Fenster und fahren dann wieder vorbei. Aber wir sind schlau. Wir filmen zurück. Erzähl mal, was wir hier wieder entdeckt haben. Die Chinesen haben auch richtig coole Camper, also auch so mit LKW-Chassis und so. Guck ich mal den da an. Da. Eben haben wir auch schon einen Iveco mit Slideout gesehen. Ah, der hat auch einen. Das ist so cool. Die haben alle Slideouts. So, hier gibt es erstmal einen harten Cut, weil das Video sonst zu lang werden würde. Beim nächsten Mal schauen wir uns diese chinesischen Wohnmobile mit den Doppel-Slideouts noch genauer an, besuchen aber auch direkt hier angrenzend den heiligen Berg Wutai, auf dem buddhistische Tempelanlagen stehen, die sehr berühmt sind. Jetzt sagen wir erstmal Ciao, Tschüss und auf Wiedersehen.